Die Hochlagen der Alpen sind geprägt von kurzen Sommern und langen Wintern. Hier herrschen extreme Bedingungen, die man nur an wenigen Orten der Welt findet. Nicht viele Lebewesen konnten sich an diese Gebiete anpassen und den Elementen trotzen. Unter ihnen befinden sich verschiedene Moose. Diese genügsamen Lebewesen haben sich im Laufe von Millionen Jahren an widrige Umweltbedingungen angepasst. Sie überleben Kälte, hohe UV-Strahlung und kommen mit einer geringen Menge an Nährstoffen aus. Gemeinsam mit Flechten besiedeln sie die unwirtlichsten Lebensräume, überziehen Felsen oder wachsen an windgepeitschten Geländekanten. Jedoch stehen die Bryophyten, zu denen Laub-, Leber- und Hornmoose zählen, in der heutigen Zeit vor neuen Herausforderungen. Begleite uns auf eine Erforschungstour zu den spektakulären Lebensräumen dieser Spezialisten und erfahre Spannendes über diese Organismen. Quellen sind Lebensräume, an denen dauerhaft oder sporadisch Grundwasser auf natürliche Weise an die Oberfläche tritt. Meistens handelt es sich dabei um aus Niederschlägen gespeisten Grundwasser. Nur in seltenen Fällen hat es seinen Ursprung in tieferen Teilen des Erdinneren. Quellen sind Orte, wo Untergrund und Erdoberfläche aufeinandertreffen. Oftmals sind sie gemeinsam mit ihrem Umfeld landschaftlich besonders spektakulär und von einer hohen naturschutzfachlichen Bedeutung. Quelllebensräume sind durch sehr konstante Umweltbedingungen geprägt. Das austretende Quellwasser ist besonders sauber, da es auf seiner Reise durch den Untergrund gefiltert wurde. Quellen variieren hinsichtlich ihrer Flora, Fauna und abiotischen, unbelebten Faktoren, wie dem jeweiligen Substrat. Durch das Zusammenspiel dieser Faktoren ergeben sich Kleinstlebensräume, die von verschiedensten spezialisierten Arten besiedelt werden. Bedingungen für Bryophyten in Quellbereichen werden maßgeblich durch die geologischen Gegebenheiten beeinflusst. So beherbergen Quellen, die aus sauren Gesteinen austreten, andere Arten als an basenreichen Standorten. An letzteren kommt zum Beispiel das gewöhnliche Starknervmoos, auch Palustriella commutata, vor. Es zeichnet sich durch seine stark gebogenen Blättchen und eine markante Mittelrippe aus. An sauren, silikatischen Standorten hingegen fühlen sich Arten wie das Bachspatenmoos, auch Scarpania undulata, besonders wohl. Dass Moose aus der Gattung Phyllonotis, auch Quellmoose genannt, besonders gerne an Quellen wachsen, lässt sich bereits vom wissenschaftlichen Namen ableiten. So bedeutet Phyllonotis so viel wie Freund der Nässe. Die Gattung zeichnet sich durch kugelförmige Kapseln aus. Aber nicht nur Moose, sondern auch Gefäßpflanzen, Tiere wie Amphibien und Insekten finden in Quellen optimale Lebensbedingungen. Im Umfeld alpiner Quellen geht die Landschaft oft in trockenere Bereiche über. Wenn es die jeweiligen Gegebenheiten erlauben, formen sich alpine Graslandschaften und Zwergstrauchheiden. Dabei handelt es sich um Vegetationstypen, welche von Zwergstrauchheiden aus der Familie der Heidekrautgewächse dominiert werden. Es können aber auch Nadelgehölze wie der Wacholder dominieren. Man findet Zwergstrauchheiden häufig in alpinen Gebieten sowie den Tundren der Polarregionen. In den Zentralalpen werden die Zwergstrauchheiden neben der hier oft dominanten Besenheide meist von Arten wie Heidelbeere und Preiselbeere dominiert. Heiden wachsen häufig aus sauren Substraten und sind oft mit Borstgrasrasen verzahnt. Ihren Ursprung haben die Borstgrasrasen in den meisten Fällen in der extensiven Beweidung. Das Verhältnis von Borstgrasrasen und Zwergstrauchheiden ist stark von der Intensität der Beweidung abhängig. Auch aus zoologischer Sicht sind diese Biotope für verschiedenste Tierarten wie diverse Insekten von großer Bedeutung. Aber auch Vögel wie der Steinschmätzer oder der Bergpieper finden in Zwergstrauchheiden geeignete Lebensräume.
Zwischen den Gefäßpflanzen und auf Steinen kommen auch spezialisierte Moose wie Raccometrium, auch Zackenmützenmoose genannt, vor. Aber auch Lebermoosarten wie das gewöhnliche Scheibenblattmoos Nardia scalaris sind dort beheimatet. Diese besonderen Lebensräume sind in der EU nach der FFH-Richtlinie geschützt. Besonders gefährdet sind sie durch zu intensive Beweidung, Düngung, aber auch durch Nutzungsauflassung. Im Umfeld von Zwergstrauchheiden erheben sich oftmals mächtige Felswände, Blöcke und Schutthalden. Auch sie sind wichtige alpine Lebensräume. An diesen den Elementen ausgesetzten Orten können nur die widerstandsfähigsten Organismen überleben. Hierzu zählen Moose und Flechten. Dabei wird zwischen Felsen aus saurem, intermediärem oder basischem Gestein unterschieden. So beherbergen saure Gesteine eine komplett andere Moos- und Flechtenflora als basische Felsen. Auf saurem Gestein wachsen Arten wie die Landkartenflechte oder viele Moose aus der Gattung Raccometrium. Eine besonders artenreiche Moosgattung, welche häufig auf Felsen wächst, sind Kissenmoose, wissenschaftlich Grimmia genannt. Kissenmoose und Zackenmützenmoose haben häufig Glashaare an der Spitze ihrer Blättchen. Damit schützt sie sich vor übermäßiger Strahlung und sie erleichtern ihnen die Aufnahme von Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft. Des Weiteren sind Moose aus der Gattung Grimmia besonders austrocknungstolerant. Die Exposition und Wasserverfügbarkeit auf Felsen sind weitere bedeutende Faktoren für die Ausprägung der jeweiligen Moosgesellschaft. Alle diese Lebensräume haben einen besonderen Stellenwert in den alpinen Hochlagen. Sie sind Orte der Extreme, aber auch Lebensraum für eine Vielzahl an Lebewesen. Eine hohe Biodiversität ist für intakte Ökosysteme von großer Bedeutung. Auch wir Menschen profitieren unmittelbar von einer intakten Umwelt. Alpine Lebensräume dienen uns aber auch als Erholungsorte. In der heutigen Zeit sind sie jedoch mehr denn je bedroht. Durch den Klimawandel ändert sich die Durchschnittstemperatur in rasantem Tempo. Dies beeinflusst viele Umweltfaktoren. Extreme Wetterereignisse wie Muren und Überschwemmungen häufen sich. Auch Niederschläge verschieben sich im jahreszeitlichen Verlauf und langanhaltende Trockenheitsperioden sind in der heutigen Zeit keine Seltenheit mehr. Ein weiterer Faktor ist der Wandel der Bewirtschaftung alpiner Gebiete, welche immense Auswirkungen auf die dortigen Lebensräume hat. So werden viele Almen zu intensiv genutzt, andere liegen brach. Auch Overtourismus hat negative Auswirkungen auf alpine Lebensräume und deren Organismen. Es besteht eine hohe Priorität, Strategien für die Zukunft zu entwerfen und diese auch umzusetzen. So kann ein geeignetes Beweidungskonzept oder sanfter Tourismus Großes bewirken. Im größeren Maßstab ist die Verlangsamung des Klimawandels von immenser Bedeutung. Nur so kann der Schutz dieser einzigartigen alpinen Lebensräume und Organismen, verbunden mit deren Nutzen und Funktionen, gewährleistet werden. Jeder kann einen Beitrag zum Schutz alpiner Lebensräume und des Klimas leisten, sodass sich auch in Zukunft viele Generationen an diesen wundervollen Naturwundern der Erde erfreuen können.